Wie hängen Staatsbürgerschaft und Zugehörigkeit zusammen? Was bedeutet es, in Deutschland zu Hause, aber staatenlos zu sein, mit einer Duldung zu leben, sich im Asylverfahren zu befinden oder eine andere Staatsangehörigkeit zu besitzen? Wer hat das Recht, Rechte zu haben? Die Idee der Staatsbürgerschaft entstand gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Durch sie erhielten Menschen in einem bestimmten Gebiet Rechte. Diese Entwicklung war eng verbunden mit der Entstehung von Demokratien und Nationalstaaten. Aber das Konzept Staatsbürgerschaft bedeutete auch Ausgrenzung und Kampf um Gleichberechtigung. Denn nicht alle erhielten die Staatsbürgerschaft und damit gleiche Rechte, und dieser Status konnte auch gewaltsam wieder aberkannt werden. Die Menschen in den Kolonien galten nicht als StaatsbürgerInnen. Sie wurden von politischen, von sozialen und von kulturellen Rechten ausgeschlossen, erlebten Gewalt und koloniale Ausbeutung. Die Folgen wirken bis heute nach. The colonizers divided Africa like a piece of cake. So we started to belong to a certain country that before we did not have. And even now, this citizenship is something that we struggle with, which has continued to create tribal clashes within our own countries. Even when the colonizers left our countries, they left constitutions that we are still working on to change that enabled them to come to our countries either as tourists or investors or, but the same is not extended to us when we come to these European countries in a way that goods from Africa can flow easily to European countries, but not the bodies from Africa. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde Sintize, Romnia und Juden-Jüdinnen ihre Staatsbürgerschaft aberkannt. Millionen Menschen wurden ermordet oder vertrieben. Diejenigen, die überlebten, blieben lange Zeit staatenlos. 1945, als der Krieg vorbei war und die Überlebenden zurückgekommen sind nach Deutschland, da fanden sie nichts vor. Zuvor, vor ihrer Deportation 1940, da hat man ihnen schon alles geraubt. Alles, was einen Wert darstellte, haben die Nationalsozialisten ihnen weggenommen. Zum Beispiel bei meinem Großvater war das so, dass sie die ganze Werkstatt, seine Geigenbauwerkstatt, denn er war Geigenbauer, ihm konfisziert haben. 4 von seinen Kindern, die schon Erwachsene waren, mit deren Kinder, also die Enkelkinder, sind in den Konzentrationslagern und in den Ghettos geblieben. Ermordet von den Nazis. Sie mussten von Null anfangen und wurden von den Behörden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer als Fremde behandelt. Man hat ihnen ihre Staatsbürgerschaft, ihren Pass, ihren Personalausweis einfach nicht wieder zuerkannt. Also waren sie dementsprechend staatenlos. Auch nach 1945 mussten viele Menschen damit leben, staatenlos zu sein oder einen unsicheren Aufenthaltsstatus zu haben. Im Jahr 2000 wurde das Staatsbürgerschaftsgesetz reformiert. Doch auch wenn das Abstammungsprinzip mit dem Geburtsrecht erweitert wurde, Kinder mit ausländischen Eltern erhalten die deutsche Staatsangehörigkeit bei ihrer Geburt nur dann, wenn mindestens ein Elternteil ein unbefristetes Aufenthaltsrecht hat. Das heißt, tausenden Kindern bleibt die deutsche Staatsangehörigkeit verwehrt, mit schwerwiegenden Folgen. Jeder Staat hat das Recht, also die Souveränität, selber zu entscheiden, unter welchen Bedingungen eine Staatsangehörigkeit verliehen wird oder eben nicht. Und in manchen Ländern gilt eben das Geburtsortprinzip, das heißt, man ist da geboren und hat ein Recht auf die Staatsangehörigkeit. Und in manchen Ländern gilt das Abstammungsprinzip, das heißt zum Beispiel, deine Eltern müssen die Staatsangehörigkeit haben. Und ein Grund, warum sich dieser Teufelskreis eben nicht mehr durchbrechen lässt teilweise, ist, dass Staatenlosigkeit vererbt wird. Das heißt, staatenlose Eltern bekommen staatenlose Kinder und es passiert vor allem dann, wenn die Länder, in denen diese staatenlosen Kinder geboren werden, einfach keinen spezifischen Umgang finden mit staatenlosen Kindern. Und das ist zum Beispiel leider in Deutschland so.
Als ich aufgewachsen bin, habe ich immer gedacht, dass ich und meine Schwestern und meine Familie, dass wir wirklich die Einzigen sind, weil wir nie irgendeine Info zur Staatenlosigkeit gefunden haben. Und dann hatte ich eine relativ traumatisierende Reiseerfahrung, wo ich nach Marokko geflogen bin und dann nicht rein durfte und dann ganz viele Stunden am Flughafen verbringen musste. Und ich war dann so schockiert und sauer darüber, dass das passiert ist, dass ich danach mir dachte, das darf oder soll nie jemand anderem passieren. Und dann habe ich die Zahlen gefunden und ich weiß noch, ich habe dann am Handy so eine Excel-Datei gefunden vom Statistischen Bundesamt, wo die Zahlen waren. Und dann stand da, dass quasi insgesamt über 117.000 Personen, es war damals noch 117.000, jetzt sind es 126.000, dass über 117.000 Personen davon betroffen sind und auch super viele Kinder und Jugendliche. Und das war dann so ein Moment, wo ich dachte, wenn es ja nicht nur mich betrifft, warum gibt es dann keine Unterstützung für diese ganzen Leute? Heute leben in Deutschland mehr als 12 Millionen Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. 1,5 Millionen von ihnen haben keinen deutschen Pass, obwohl sie hier geboren sind. Gleichzeitig ist die Einbürgerung ein langwieriger, bürokratischer und an viele Voraussetzungen geknüpfter Prozess. Das Ergebnis? Deutschland hat eine der niedrigsten Einbürgerungsquoten in der Europäischen Union. Die fehlende deutsche Staatsbürgerschaft wirkt sich in vielerlei Hinsicht auf den Alltag und auf Teilhabemöglichkeiten aus. Deutschland ist nicht seiner Verpflichtung nachgekommen, Staatenlose erleichtert und beschleunigt eine deutsche Staatsangehörigkeit zukommen zu lassen. Und das bedeutet dann, dass sehr viele Menschen in Deutschland über einen langen Zeitraum letztlich in Kettenduldung gehalten wurden. Und ich glaube, man muss das schon so definieren, dass Kettenduldung eine Menschenrechtsverletzung ist. Eine Duldung ist kein Aufenthaltstitel. Aber in diesen Aufenthaltstitel war die Arbeitserlaubnis geknüpft. Das heißt, wir sehen über einen sehr langen Zeitraum die Frage danach, wer arbeiten darf, wer eine Bildung oder eine Ausbildung genießen durfte in Deutschland, an den Aufenthaltstitel geknüpft war. Und die Duldung ist eben kein Aufenthaltstitel. Und hier hat Deutschland insbesondere bei den Palästinenserinnen über Jahrzehnte ihnen die Möglichkeit verwehrt, gleichberechtigter Bildung, gleichberechtigter Zugang zum Arbeitsmarkt und hat ihnen im Prinzip genau diesen Schutz und Beistand verwehrt. Eigentlich wollen wir ja gesellschaftlich innerhalb Communities, dass jede und jeder sein maximales Potenzial, seine Kreativität, seine Leidenschaft für bestimmte Dinge, die gesellschaftlich vielleicht auch von Nutzen sind, einbringen kann. Und wenn man das nicht kann, mangels Staatsangehörigkeit, dann vergeht man sich im Prinzip an den Lebenschancen, den Lebensrealitäten der Menschen. Das Leben ohne Papiere oder ohne verfestigte Papiere, ohne Aufenthalt, ohne Staatsbürgerschaft bedeutet für viele Menschen eine sehr, sehr große Belastung. Und wenn wir uns angucken, speziell Kinder und Jugendliche, was sie nochmal durchmachen, weil sie bekommen ja auch die Last mit, was auf ihre Eltern lastet. Gleichzeitig bedeutet das für sie gehen in die Schule, lernen für Biologie, Physik, die binomischen Formeln und all das und wissen aber nicht, lohnt es sich überhaupt noch zu lernen, lohnt es sich noch überhaupt an eine Ausbildung zu denken oder von einem Studium zu träumen, weil ich weiß ja nicht, ob ich hier in Deutschland bleiben kann. Und gleichzeitig und trotzdem, trotz all dem, sie träumen, sie machen Ausbildungen, sie gehen heimlich ins Studium, obwohl das System sie zwingt, passiv zu sein, weil du sollst ja passiv sein und auf deine Abschiebung warten. So. 1 Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, du sollst ja nicht arbeiten, dich nicht einbringen, du sollst dich auch gar nicht integrieren. Die bringen sich trotz all diesen Schwierigkeiten unheimlich viel ein. Staatsangehörigkeit hat viel alltäglichere Dimensionen, die das Leben schwieriger gemacht haben. Also als ich dann deutsche Staatsangehörigkeit hatte, durfte ich einfach ganz viele Sachen nicht machen. Das ist mir dann aufgefallen, als ich volljährig war und eigentlich alles hätte machen können. Das wäre ja mein Recht als jemand, der hier geboren und aufgewachsen ist, würde ich denken, dass das mein Recht ist. De facto war das aber nicht mein Recht. Durfte ich ein Konto eröffnen bei jeder Bank? Nein. Durfte ich eine Autoversicherung, eine Vollkaskoversicherung machen, als ich ein Auto hatte? Nein. Durfte ich einen Mietvertrag überall unterschreiben? Nein. Probleme, die ich in den 70ern, in den 80ern, in den 90ern, in den 2000ern hatte, haben Kinder, die heute geboren werden, immer noch.
Gleichzeitig war das immer aber auch die Realität, dass Leute von einem Land ins andere Land gegangen sind, um zu arbeiten, um zu leben, um zu heiraten, um zu studieren. Und die Frage, warum diese Sachen an die Staatsangehörigkeit geknüpft sein sollen, also dass ich dort leben kann mit den gleichen Rechten wie alle anderen, wo ich hingehe, das verstehe ich, glaube ich, immer weniger. Je älter ich werde, desto mehr denke ich, dass Leute, wenn sie sich entscheiden, an einem neuen Ort zu leben, dass sie die gleichen Rechte haben sollten wie alle anderen Menschen auch. Mein Aufenthaltsstatus ist Ausländer mit unbefristetem Aufenthaltsrecht. Da ich hier eigentlich geboren bin und mich nie wirklich als Ausländer gefühlt oder gesehen habe, weil ich einfach immer Teil dieser Gesellschaft war, fühle ich mich natürlich ziemlich scheiße damit, wenn ich das so sagen darf. Also es bedeutet zum Beispiel, dass du, solltest du 6 Monate lang oder länger keinen festen Wohnsitz haben, kannst du einfach abgeschoben werden. Ich hatte selbst die Situation gehabt, wo ich aus Berlin in meine Heimatstadt zurückgezogen bin, aber nicht so richtig wusste, wo wird es in den nächsten Monaten mit meinem Leben hingehen. Dann irgendwann musste ich meinen Pass erneuern und eben halt auch meinen Aufenthaltstitel übertragen lassen. Die Sachbearbeiterin, die mir dort gegenüber saß, die fragte mich dann halt, ja, wo sind Sie denn gemeldet? Und ich habe ihr halt erklärt, naja, zurzeit bin ich halt nirgendwo gemeldet. Ich habe zwar einen Ort, wo ich bin, wo ich sein kann, aber gemeldet bin ich halt noch nicht irgendwie, ne? Da sagte sie zu mir, innerhalb 2 Wochen bringen Sie mir eine Meldebescheinigung, ansonsten können Sie abgeschoben werden. Und das war ein richtiger Schock gewesen. Ich wusste das, ich war mir dessen vorher auch nicht bewusst gewesen und mir hing wirklich die Kinnlade runter und es war Panik in mir ausgebrochen. Ich bin mit 14 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich habe einen Ironie-Hintergrund und war jahrelang von der Abschiebung bedroht. Ich bin erst 2014 eingebürgert worden. Und da war ich schon seit mehreren Jahren Rechtsanwältin. Ich finde, dass es nach einer gewissen Zeit es möglich sein sollte, die deutsche Staatsangehörigkeit zu haben. Eine bekommen zu können, heißt es auch, viel mehr Möglichkeiten zu haben. Zum Beispiel jemand, der von einer Abschiebung bedroht ist, der träumt einfach nur davon, irgendwo reisen zu können, Urlaub zu machen. Und hat man keinen Pass, ist das zum Beispiel ein Luxus, Urlaub machen zu können und woanders. Oder es ist dann ein Luxus, wählen zu gehen, weil das auch davon abhängt, obwohl man schon seit Jahren hier lebt. Und auch selbst sich einsetzen möchte, seine Stimme erheben möchte. Staatsbürgerschaft und politische Rechte hängen eng zusammen. Im 19. Jahrhundert durften in Deutschland nur reiche weiße Männer wählen. Frauen hingegen mussten lange für ihr Wahlrecht kämpfen. EU-Staatsangehörige können mittlerweile in Deutschland zumindest kommunal wählen und gewählt werden und sich an Wahlen zum EU-Parlament beteiligen. Nicht-EU-Staatsangehörige haben bis heute kein Wahlrecht, weder bei der Bundestagswahl noch bei Landtags- oder Kommunalwahlen, unabhängig davon, wie lange sie in Deutschland leben oder ob sie hier geboren sind. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich als Jugendliche auch immer mit meinem Pass auf Demos gegangen bin und es war immer wieder diese Gefahr, du musst aufpassen, wie du was machst, weil es war diese Gefahr da, ich kann abgeschoben werden. Und mit der deutschen Staatsbürgerschaft kann ich Politik auch im Sinne von marginalisierten Gruppen machen. Das heißt für mich Verantwortung übernehmen. Das ist eine Sicherheit, die du hast. Die Parteien gucken nach der Wählerinnenschaft und dadurch wird auch die Agenda bestimmt. Das ist ganz klar, da gibt es Studien dazu. Es ist die bürgerliche Mitte, die die politische Agenda setzt. Es sind nicht die marginalisierten Gruppen. Deswegen muss im Grunde jeder von uns die deutsche Staatsbürgerschaft haben, damit Politik endlich auch guckt, wonach sie sich orientiert und wessen Themen wichtig sind. Ich glaube, für uns oder für mich war das Wahlrecht immer die Frage, nicht nur eine Frage des Wahlrechts, sondern wirklich der Frage nach Recht auf politische Partizipation und auch Recht auf Selbstbestimmung. Also das heißt, Wahlrecht zu haben, heißt in vielen Fällen das Recht zu haben, über eigenes Schicksal zu entscheiden oder über ein Schicksal mitzuentscheiden. Das, was uns bewegt hat, war auch eigentlich dass so diese
diese so Gap oder diese Lücke zwischen halt die Zukunftsvision von uns als MigrantInnen und alle anderen Menschen. Und haben gemerkt, boah, krass, wir rennen halt die ganze Zeit jetzt über unsere so Alltags- und irgendwie weiß ich nicht, so einfach so, wir bleiben immer in diesem Layer von über so alltägliche Probleme und alle anderen reden über so Demokratie und Zukunft und Perspektive und wie können wir die Gesellschaft ändern. Und da meinen wir so, boah, interessant, da ist man ja gar nicht mit drin, wird man auch nicht mitgedacht. Und dann die Frage ist ja, wer kann sich leisten, über die Zukunft nachzudenken? Und dann wollten wir sagen, hey, wir müssen irgendwie auch über diese Zukunftsszenarien reden. Und so haben wir auch unseren Verein gegründet. Schon in der deutschen Kolonialzeit forderten politische VertreterInnen der Menschen in den Kolonien mit Petitionen und auf Delegationsreisen rechtlich gleichgestellt zu werden. Während der NS-Zeit wehrten sich Menschen im Deutschen Reich und in den besetzten Ländern auf vielfältige Weise gegen ihre Entrechtung. Nach 1945 wurde die Shoah in der BRD zwar offiziell anerkannt, NS-TäterInnen wurden aber nur deshalb strafrechtlich verfolgt, wenn sie überhaupt verfolgt wurden, weil sich jüdische AktivistInnen dafür einsetzten. Der Völkermord an den Sintize und Romnia, der Porajmos, wurde hingegen jahrzehntelang geleugnet. Überlebende und ihre Angehörigen kämpften mit Demonstrationen, mit Hungerstreiks und mit Besetzungen dafür, dass ihr erlittenes Unrecht anerkannt wird und sie ihre vollen bürgerlichen Rechte zurückerhalten. Migrantinnen setzten sich seit den 1970er Jahren in der BRD mit Streiks für bessere Arbeitsbedingungen und gegen Ausbeutung ein. Sie protestierten gegen Abschiebungen und forderten politische Teilhabe und ein Wahlrecht für alle. Auch in der DDR kam es immer wieder zu Streiks und Arbeitsniederlegungen durch migrantische ArbeiterInnen und Auszubildende. Geflüchtete Romnia kämpften ab Ende der 1980er Jahre mit Protestaktionen und Besetzungen für ein Bleiberecht. Und die Kämpfe dauern an. Das war damals, nach 1945, ein großer Kampf, den die Betroffenen führen mussten. Und als sie dann tatsächlich erkämpft haben, ihre Papiere wieder zurückbekommen haben, ihre Identität, mit der sie beweisen konnten, dass sie Bürgerinnen oder Bürger ihrer Stadt waren, da war auch nicht alles wieder in Ordnung. Denn das Stigma, die Stereotypen, die hier, wenn es um Sinti und Roma geht, sind so tief verankert in der Gesellschaft, dass automatisch jeder Betroffene es zu spüren bekommt, wenn er sich outet. Aber das Bewusstsein, das muss ich auch und will ich auch sagen, das Bewusstsein dieser Generation, der heutigen Generation, der dritten und vierten Generation nach den Überlebenden, ist sehr hoch und jetzt auch sehr tief gewachsen. Und das ist für uns Ältere etwas Positives. Ich betrachte es als einen großen Gewinn für die Betroffenen selber und für unsere Kinder und Kindskinder, dass ihr Bewusstsein so gewachsen ist, dass sie sich nichts gefallen lassen, aber dennoch müssen sie in der Gesellschaft um ihre Existenz kämpfen. Also ich habe von meiner Ankunft in Deutschland bis heute bin ich daran, um für etwas zu kämpfen. Einen ganz langen Teil habe ich meine eigenen Kämpfe ausgetragen. Das heißt, ich habe mein Bleiberecht gekämpft, ich habe mein Studium gekämpft, mein Examen zu bekommen, um Anwältin werden zu können. Und jetzt setze ich mich für andere ein. Und dieser Einsatz heißt also, ich bin politisch aktiv beim Bundesroma-Verband. Wir sind eine Dachorganisation von migrantischen Roma und setzen uns schon seit Jahren für ein Bleiberecht, und zwar für ein bedingungsloses Bleiberecht für Roma ein.
Und das finde ich auch extrem wichtig, sich dafür einzusetzen, weil wir in einer Zeit leben, wo ganz viele Menschen abgeschoben werden. Und Menschen, die aus den vielen Jugoslawien kommen, das sind dann die sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, sind davon ausgeschlossen, arbeiten gehen zu dürfen, werden untergebracht in Unterkünfte fernab von dem zivilgesellschaftlichen Leben. Und die Kinder werden nicht rechtzeitig geschult. Das heißt, die erfahren mehrfach Diskriminierungen. Und dann ist es da aber an die Bundesregierung gerichtet aus historischer Verantwortung, weil das sind Opfer des Nationalsozialismus. Das muss dann einmal quasi geregelt werden. Diese Menschen sollen in ein Aufenthaltsrecht kommen, deren Kinder sollen eingebürgert werden können oder schon durch Geburt vereinfacht in Einbürgerung kommen, damit man endlich diese Menschen hier ankommen sieht. Als Anfang der 90er Jahre diese große Serie von Anschlägen war auf Gebäude, auf Menschen, wo auch viele Menschen gestorben sind, ermordet wurden, hat die Regierung sich entschlossen, das Asylrecht einzuschränken. Das heißt, Leute, die aus sicheren Staaten nach Deutschland kamen oder durch sichere Staaten nach Deutschland kamen, durften in Deutschland kein Asyl mehr beantragen. Das war die Reaktion auf eine große Welle rassistischer, antisemitischer, neonazistischer Anschläge in den 90er Jahren. Was dann passiert ist, dass gleichzeitig ein Asylbewerberleistungsgesetz eingeführt wurde. Das heißt, Menschen haben weniger Geld als Existenzminimum bekommen. Sie durften nicht mehr zum Arzt gehen, ohne ein akutes Problem. Der ganze Aufenthalt von vielen 100.000 Menschen war plötzlich sehr viel prekärer. Abschiebungen wurden zu einem Thema. Das sind Dinge, die in den 90er Jahren angefangen haben, wo ich selber engagiert war und viele, viele andere Leute mit mir. Bis heute sind ja viele Leute in solchen Fragen engagiert. The Iranian Platz movement was a movement that started with a march from Würzburg after an Iranian man committed suicide because of the living conditions of the refugees. And this is what created a movement that lasted for 2 years. And also the occupation of the Kiryat Half-Manchuria, where also the grounding of the international women's space started. These 2 years is a lot of work that was done by the people who are affected by the laws that we are talking about. And the movement is the one that demanded for the change. We were confronting an apartheid system. And by an apartheid system, I'm talking about the Residence-Pflicht law, which limited the movement of people who were in the asylum process, and a voucher system, which was very dehumanizing, and it's the same concept that was used in countries like South Africa. And to fight that law 10 years ago to change was something that at least brought about the anti-colonial struggles from the African countries, for example. And this was so important because we connected the asylum process to anti-colonial struggles. The magnitude of the movement is not even spoken about, but people were there for 2 years, consistently, on a daily basis. Whether it was winter, summer, spring, we were there consistently for 2 years. So the changes that we saw within the asylum system is something that we fought for. The dehumanizing of certain people in this country and the racism in this country became evident in that time. We ensured that the Residence-Pflicht was abolished and the voucher system was also abolished. So these were things that we fought to change and at least give some humanity back to the people who are applying for asylum. Wir, Jugendliche ohne Grenzen, sind eine Gruppe, die sich seit 2004, 2005 im BBZ gegründet in Berlin, sich einsetzt im Prinzip in erster Linie gegen Abschiebungen und für ein Bleiberecht. Wir haben dann im Laufe der Jahre festgestellt, Menschen, die ein Aufenthaltsrecht bekommen haben, da hört ja der Rassismus dann nicht trotzdem auf. Und also okay, wir müssen uns dafür eigentlich einsetzen, dass Menschen wählen können, dass Menschen nicht nur so einen Aufenthalt kriegen auf Probe für ein Jahr, sondern dass Menschen hier eine Staatsbürgerschaft kriegen und dass sie sich hier einbringen. Wichtig ist es auch zu wissen, dass Jugendliche ohne Grenzen nicht nur
eine Gruppe ist, die sich irgendwie einbringt, sondern das ist ein unheimlich wichtiger Empowerment- und Demokratie-Ausübungs- und Lernraum für sehr, sehr viele Jugendliche, die eigentlich dazu gezwungen werden, an vielen demokratischen Prozessen nicht teilzunehmen. Das heißt, es gibt viele Menschen, die sich früher bei Jugendlichen eingebracht haben oder dort politisiert worden sind. Sie haben verstanden, ich kann mich einbringen, das ist mein Recht. Und sie sind inzwischen Vorstände von sehr vielen großen Kinderrechtsorganisationen, von Flüchtlingsräten, von Pro Asyl, Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige. Sie sind in der Politik, sie sind Staatssekretäre. Und all das, was sie in diesem Lernraum mitgenommen haben, probieren sie dort in die Tat umzusetzen und in die richtige Politik umzusetzen. Also unser Hauptziel ist es, staatenlose Personen zu empowern und für staatenlose Personen endlich wieder ein Gefühl von Teilhabe und vor allem Zugehörigkeit zu schaffen. Staatenlosigkeit ist häufig eine extrem isolierende Erfahrung, weil man meistens gar nicht weiß, dass es andere Personen gibt. Das heißt, wir bringen staatenlose Personen zusammen. Die zweite Säule ist Sichtbarkeit, weil das Thema ist total unsichtbar und man kann ein Problem nur lösen, wenn man weiß, dass es existiert. Das heißt, wir arbeiten da viel an Aufklärung, Medienarbeit, Presse und so weiter. Und das dritte ist Gleichberechtigung, weil wahre Teilhabe schafft man nicht nur durch Community, sonst können wir uns alle treffen und darüber sprechen, dass wir keine Rechte haben, aber es geht ja darum, endlich Rechte zu haben. Und bei Gleichberechtigung, da geht es eben darum, Politik aufzuklären, Verwaltung aufzuklären, darüber, was man machen kann, damit Staatenlosigkeit endlich gelöst wird. Passt uns allen basiert auf 4 Hauptforderungen. Jedes Kind, das in Deutschland geboren ist, auch automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen sollte, Unabhängigkeit vom Aufenthaltsstatus der Eltern, dass jeder Mensch, der hier in Deutschland lebt, auch das Recht haben sollte, in Deutschland zu wählen, dass Menschen das Recht auf doppelte Staatsbürgerschaft haben sollten, weil es einfach der Lebensrealität der Menschen entspricht. Und eben halt natürlich auch, dass die Einbürgerung vor allen Dingen natürlich auch unbürokratisch ablaufen sollte, weil es einfach, so wie der Prozess jetzt momentan ist, also es wirkt tatsächlich so, als würde man versuchen, den Leuten möglichst schwer den Weg in die Staatsbürgerschaft zu machen. Man muss sich derartig durchleuchten lassen, dass es sich wirklich demütigend anfühlt. Also das sollte nicht sein, das ist einfach nicht gerechtfertigt gegenüber Menschen, die sich haben nichts zu Schulden kommen lassen, die ihr Leben hier leben, die einen wichtigen Beitrag in die Gesellschaft leisten. So, es gibt keinen Grund dafür, warum man denen den Weg in die Staatsbürgerschaft so schwer machen sollte. Der Punkt ist, ich lebe hier, ich habe meinen Lebensmittelpunkt hier, also habe ich die gleichen Rechte wie auch Menschen, die zum sogenannten deutschen Volk zählen. Was ist eigentlich, die deutsche Gesellschaft und wer kann mitwirken? Und es war ganz klar für uns, dass Rechte keine Privilegien sein dürfen. Wir haben das Bündnis Wahlrecht für alle aufgebaut und das als Aktionsbündnis, um mit diversen Aktionen wie kleineren Demos, Podiumsveranstaltungen immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass damals eben 460.000 Menschen in Berlin vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, aber auch eben von den Möglichkeiten über Volksentscheide zum Beispiel ganz gezielt die Berliner Stadtpolitik, Gesellschaftspolitik mitzugestalten. Zum Beispiel in Deutschland haben 14% der volljährigen Bevölkerung kein Wahlrecht. Das heißt, die werden komplett ausgeschlossen, sind die Menschen, die nicht über ihr Schicksal entscheiden können. Und das sehen wir als eine Praxis des Ausschlusses in der Gesellschaft. Und deswegen haben wir von vorne an gesagt, Wahlrecht darf keine Voraussetzung haben, weil das ist ein Recht. Ich glaube, so eine radikale Demokratisierung würde heißen, ja, ein gutes Leben für alle, also ein gutes Leben, ein menschenwürdiges Leben für alle mit Recht auf Zugang, Recht auf Staat, Recht auf Sein, Recht auf Existenz, die halt nicht mit Ausbeutung oder Armut oder Unterdrückung verknüpft ist. Wir haben es verdient, würde ich sagen. Und wenn ich sage wir, ich meine nicht nur wir als MigrantInnen, sondern wir als alle. Wir haben es halt verdient, ein gutes Leben zu haben und dafür müssen wir kämpfen, weil sonst kämpft auch niemand für uns. Alle Veränderungen, die bisher stattgefunden haben, wurden durch Selbstorganisierung und Kämpfe erreicht. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit auch weiter zu sagen, hey, klar, wir haben halt sehr viel Leid, wir haben sehr viel Schmerz, wir erleben halt sehr viel
schlimme Sachen, aber gleichzeitig haben wir auch uns und wir haben unsere Beziehungen, wir haben unsere Solidarität und wir können uns auf die Solidarität verlassen. Und das ist, was uns verbinden kann und das ist, was auch wirklich Veränderungen erzeugen kann. Und das ist auch unser Mittel. Und dieses Mittel müssen wir benutzen, um halt wirklich Veränderungen zu schaffen. Je rêve